Obviously there are problems here and there, inevitably. Nothing's ever perfect. And that people have lots of complaints. It's a remarkably... Seit Monaten, vielleicht seit Jahren, wird das Geflüster immer lauter. Spannungen hinter den Kulissen, getrennte Zeitpläne, eine wachsende Distanz. Und jetzt, mit 76 Jahren, hat King Charles endlich sein Schweigen gebrochen. Ja, die Scheidungsgerüchte sind wahr, und die Worte des Königs haben königliche Beobachter in aller Welt schockiert zurückgelassen. Glauben Sie, dass König Charles und Königin Camilla jemals wirklich perfekt zusammengepasst haben? Vermerken Sie eine 1 für Ja oder eine 0, wenn Sie schon immer Zweifel hatten. Wir wollen herausfinden, was der König schließlich gesagt hat und wie dieser Moment die Zukunft der Monarchie verändern könnte. Die unerwartete Scheidung von König Charles und Königin Camilla, eine neue Sichtweise. Die unerwartete Ankündigung hat Diskussionen über die Art und Weise ausgelöst, in der individuelle Entscheidungen innerhalb des Königshauses mit allgemeineren, kulturellen und gesellschaftlichen Normen interagieren. Lange Zeit wurde die Monarchie als eine Institution angesehen, die über den gewöhnlichen Eheproblemen steht, denen andere Menschen begegnen. In der Vergangenheit wurden diese Persönlichkeiten durch Zeremonien, Insignien und das Gefühl der Kontinuität auf einen fernen Sockel gehoben. Die Grenze zwischen den Schwierigkeiten des täglichen Lebens und dem Hauch von königlichem Rang verschwimmt jedoch, wenn eine Trennung oder Scheidung zur offiziellen Möglichkeit wird. Der aufwendige Pomp, der oft mit dem Haus Windsor assoziiert wird, steht in starkem Kontrast zur geradlinigen, mitfühlenden Realität einer persönlichen Beziehung im Umbruch. In der Diskussion über die Ankündigung geht es daher um Fragen der emotionalen Belastung, der individuellen Handlungsfähigkeit und um die Frage, inwieweit die familiären Probleme eines Monarchen privat gehalten werden sollten. Viele Menschen diskutieren auch darüber, ob diese Entscheidung einen Imagewandel der Monarchie in Bezug auf Transparenz und menschliche Sensibilität bedeutet. Die Beziehung zwischen König Charles und Königin Camilla mit ihren Höhen und Tiefen im Laufe der Jahre ist Gegenstand einiger der ersten Kritiken. Viele erinnern sich an die Zeiten, als die Schwierigkeiten ihrer getrennten Ehen ihre Freundschaft überschatteten. Obwohl ihr gemeinsamer Hintergrund von einigen zunächst mit Misstrauen betrachtet wurde, schienen sie schließlich von der breiten Öffentlichkeit akzeptiert zu werden. Die Meinung der Öffentlichkeit über die Anpassungsfähigkeit der königlichen Familie wurde durch die letztendliche Akzeptanz von Königin Camilla nach ihrer Heirat mit Charles neu geprägt. Ein Teil der Bevölkerung schätzte sie dafür, dass sie Charles Sicherheit und Ermutigung gab, da sie der Meinung waren, dass ihre Partnerschaft von echter Freundschaft zeugte. Beobachter betrachten, wie Bräuche, Rituale und sich verändernde gesellschaftliche Normen die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst und eine komplexere Sicht auf die Beziehung des Paares ermöglicht haben. In einer Zeit, in der die Gesellschaft Scheidungen und Wiederverheiratungen gegenüber nachsichtiger eingestellt war, wurde die Verbindung zunehmend akzeptiert. So wurde eine Geschichte, die allmählich an Fahrt gewann, durch die jüngste Erklärung von König Charles' Wunsch, sich zu trennen, auf den Kopf gestellt. Zahlreiche Gespräche haben sich auf den emotionalen Aspekt dieser königlichen Entscheidung konzentriert. Die intimen Momente der Uneinigkeit, des Nachdenkens und der Melancholie, die häufig das Scheitern einer langfristigen Beziehung kennzeichnen, rücken in den Mittelpunkt. Viele Menschen wundern sich, wie es einem so bemerkenswerten Paar gelingt, die unangenehme Realität einer beschädigten Ehe mit ihren offiziellen Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Es ist fast schon schwierig, persönliche Probleme hinter verschlossenen Türen zu regeln, weil man ständig öffentliche Auftritte, offizielle Verpflichtungen und unerbittliches Medieninteresse erwartet. Menschen, die wissen, wie schwierig es ist, ein sorgfältig gepflegtes öffentliches Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mit dem Stress und dem Herzschmerz fertig zu werden. Die mit einer zerrütteten Ehe einhergehen, werden sich in diesem Buch wiederfinden.
Das Gewicht einer jahrhundertealten Institution erschwert die Argumentation von König Charles zusätzlich, da jede einzelne Maßnahme eines Herrschers langfristige Auswirkungen auf künftige Generationen haben kann. Die Frage, wie die Monarchie die traditionell sakrosankte Auffassung von der Ehe mit den pragmatischen Realitäten moderner Partnerschaften in Einklang bringen kann, ist ein wichtiges Diskussionsthema, das durch die Scheidungsenthüllungen ausgelöst wurde. Um die Institution intakt zu halten, müssen die Staatsoberhäupter, so die gängige Meinung, in ihrem Privatleben für ständige Stabilität sorgen. Die aktuellen Ereignisse zeigen jedoch, dass selbst die höchsten Ebenen der Gesellschaft von Eheproblemen geplagt sein können. Die Wahl von König Karl macht auf einen Konflikt zwischen der universellen Komplexität erwachsener Beziehungen und der unerschütterlichen Erwartung lebenslanger Hingabe aufmerksam, die manchmal an ein Königspaar gestellt wird. Trennung wird in vielen Bereichen der Gesellschaft nicht mehr als Tabu oder moralisches Versagen angesehen. Vielmehr wird sie häufig als praktische Lösung angesehen, wenn es unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten oder anhaltende Unzufriedenheit gibt. Dieser langsame Wandel der gesellschaftlichen Ideale veranlasst dazu, die Frage zu überdenken, inwieweit diese strengen Bräuche in einer Zeit, in der individuelle Freiheit und geistige Gesundheit einen hohen Stellenwert haben, noch anwendbar sind. Die Menschen fragen sich, ob diese Aktion zu umfassenderen Diskussionen über den Platz der Monarchie in einer sich schnell verändernden Kultur führen könnte. Das öffentliche Bild der königlichen Familie hat sich im Laufe der Zeit mehrfach gewandelt. Im Einklang mit den sich wandelnden gesellschaftlichen Normen haben sich mehrere Aspekte, die früher als unveränderlich galten, verändert. Die persönliche Entscheidung von König Charles, so meinen einige, könnte das Interesse am Wert der persönlichen Entfaltung und des geistigen Wohlbefindens in einem historisch unflexiblen Umfeld neu entfachen. Der Einfluss der königlichen Nachrichten auf die zeitgenössischen Medien. Obwohl Pflicht und unerschütterliche Verantwortung seit langem als die Säulen der Monarchie gelten, wächst die Erkenntnis, dass die Institution nicht stagnieren kann. Die Monarchie hat im Laufe der Jahre bereits Veränderungen erfahren. Von der Auflösung früherer königlicher Ehen bis hin zur Aufnahme von Personen mit unterschiedlichstem Hintergrund in die königliche Linie. Ein weiterer Auslöser für diese Kontinuität könnte die bevorstehende Scheidung von König Charles und Königin Camilla sein. Die rasche Reaktion der Öffentlichkeit zeigt, dass die königlichen Nachrichten einen großen Einfluss auf die heutigen Medien haben. Alle Aspekte werden von Journalisten und Fans untersucht, die versuchen, die Gründe für eine so bedeutende Veränderung im Ablauf der Ereignisse zu ermitteln. Es gibt Vermutungen über mögliche interne Streitigkeiten, veränderte Prioritäten oder eine Vielzahl von zwischenmenschlichen Problemen. Einige sind der Meinung, dass die Anforderungen der heutigen Monarchie die Menschen dazu zwingen, der Öffentlichkeit in einem unerbittlichen Tempo zu dienen, sodass nur wenig Zeit zum Nachdenken oder für das Private bleibt. Einige argumentieren, dass sich beide Völker im Laufe der Zeit in einer Weise entwickelt haben, die nicht mehr kompatibel ist, auch wenn die genauen Gründe noch zur Debatte stehen. Zeigt der allgemeine Trend der öffentlichen Diskussion, dass ein gemeinsames Interesse daran besteht, wie einflussreiche Menschen mit Enttäuschungen und Liebeskummer umgehen. Die Wechselwirkung zwischen der Aufrechterhaltung eines perfekten, öffentlichen Bildes und der Wahrung der eigenen Würde führt zu einer fesselnden Geschichte, in der sich ein breiteres Thema über die Komplexität von Beziehungen widerspiegelt, die auf dem Prüfstand stehen. Die Reaktionen auf der ganzen Welt zeigen, wie aufmerksam jeder alles verfolgt, was im Königlichen Reich geschieht. Jede Aktualisierung wird zu einer weltweiten Sensation, weil sich ein Merkmal der zeitgenössischen Promikultur mit der zeitlosen Anziehungskraft des Königshauses verbindet. Die Vorstellung, dass dieser abrupte Schritt die Dynamik des Umgangs verschiedener Nationen mit dem Oberhaupt des britischen Commonwealth verändern würde,
sorgt in diplomatischen Kreisen für Gesprächsstoff. Das unmittelbare Thema der Scheidung konzentriert sich natürlich auf die sehr private Welt der Ehe und Beziehung, auch wenn viele neugierig sind, wie diese diplomatischen Veränderungen aussehen könnten. Der Anlass führt zu einer breiten Palette von Debatten, die von informellen Gesprächen in Cafés bis hin zu eingehenden Untersuchungen durch königliche Spezialisten reichen. Informationen, die die meisten Familien normalerweise für sich behalten würden, werden oft in einem Ausmaß übertrieben, wie es außerhalb der Unterhaltungsbranche selten zu beobachten ist. Diese zunehmende Aufmerksamkeit verdeutlicht die gegenwärtige Stellung der Monarchie in der Öffentlichkeit, in der Tradition und moderne Medienkultur nebeneinander bestehen. Die historische Projektion von Kontinuität durch die Monarchie auf die Bevölkerung ist Gegenstand einer anderen Perspektive. Diejenigen, die in der Monarchie einen Sinn für nationale Identität sehen, können verunsichert werden, wenn die Familien innere Unruhen erleben. Die königliche Repräsentation hat sich immer durch Stabilität ausgezeichnet. Im Allgemeinen überdauern diese Institutionen länger als politische Führer wechselnde wirtschaftliche Bedingungen und gesellschaftliche Umwälzungen. Die Enthüllung, dass König Karl nicht vor persönlichen Konflikten gefeit ist, erinnert die Anhänger daran, dass die Mitglieder der Monarchie mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, wie jeder andere auch. Manche Menschen empfinden diese Tatsache als tröstlich, weil sie eine gewisse gemeinsame Menschlichkeit hervorhebt. Andere sehen darin eine Chance, darüber nachzudenken, ob es sich lohnt, die Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass die Monarchie über die alltäglichen menschlichen Nöte hinausgeht. Für viele, die die Monarchie lange Zeit als nahezu undurchdringlich in ihrem Streben nach Anstand und kompromissloser Tradition betrachtet haben, könnte der Wandel der Sichtweise in beiden Szenarien von Bedeutung sein. Sozialanalytiker untersuchen, wie sich diese Entwicklung auf allgemeinere Gespräche über die Beziehung zwischen Autorität, Verantwortlichkeit und Glück auswirken könnte. Führungspersönlichkeiten müssen oft persönliche Opfer bringen, die sich auf ihr Privatleben auswirken. Außerdem sind diese Opfer unter einem Monarchen in den nationalen Bestrebungen verankert. Die Frage, ob ein Mensch in einem Umfeld, das seine Möglichkeiten einschränkt, tatsächlich persönliche Erfüllung finden kann, ist der Kern des Problems. Selbst die wohlhabendsten Monarchen können es aufgrund der ständigen Anwesenheit von Dienern, der ständigen öffentlichen Neugier und der Betonung zeremonieller Aufgaben schwierig finden, herzliche familiäre Beziehungen aufrechtzuerhalten. Einige Analysten weisen darauf hin, dass es die generelle Zerbrechlichkeit von Liebesbeziehungen verdeutlicht. Wenn jemand in einer so prestigeträchtigen Position Schwierigkeiten hat, die eheliche Einheit aufrechtzuerhalten. In den Hallen des Buckingham-Palastes wird viel darüber spekuliert, wie der formale Apparat der Monarchie auf diese unvorhergesehene Situation reagieren wird. Spezialisten für Palastetikette und königliche Beobachter debattieren über mögliche Maßnahmen, um die Stabilität und Würde der Institution zu schützen. Bedeutende persönliche Konflikte innerhalb der königlichen Pforten wurden in früheren Generationen mit dem Schwerpunkt auf der Wahrung des äußeren Anscheins ausgetragen. Stille Zugeständnisse und vertrauliche Gespräche wurden häufig genutzt, um das Rampenlicht der Medien zu mildern. Aufgrund der Geschwindigkeit und des Umfangs des heutigen Informationsflusses lassen sich solche Aussagen jedoch nicht ohne weiteres einschränken. Die Kommunikationstaktik der Monarchie hat sich im Laufe der Zeit verändert, indem sie der Offenheit mehr Bedeutung beigemessen und die veränderten Bedürfnisse einer medienkundigen Öffentlichkeit berücksichtigt hat. Wie können die Behörden die Botschaft ändern, um den Anschein ruhiger Kontinuität zu wahren und gleichzeitig die Ernsthaftigkeit einer Entscheidung anzuerkennen, die erhebliche Auswirkungen auf das persönliche Leben des Herrschers hat? Bevor wir weitermachen, klickt auf die Schaltflächen Gefällt mir und abonnieren, um weitere Updates zu erhalten. Historische und aktuelle Auswirkungen der Scheidung
der königlichen Familie. Die Betrachtung der historischen Vorgeschichte erinnert an frühere, öffentlichkeitswirksame Scheidungen der königlichen Familie und die öffentliche Aufmerksamkeit, die sie hervorriefen. Der Vergleich vergangener Fälle mit der Gegenwart und die Analyse, wie vergangene Konflikte den aktuellen Stand der Dinge beeinflusst haben könnten, haben viel Aufmerksamkeit erregt. Jeder Fall entwickelt sich anders, da sich das soziale Umfeld, die Ansichten über Scheidungen und die spezifischen Positionen der beteiligten Parteien unterscheiden. Die ungewöhnliche Geschichte des Privatlebens von König Karl, die schon vor seiner Thronbesteigung international diskutiert wurde, und die breitere Akzeptanz von Scheidungen in der modernen Kultur machen seine Entscheidung jedoch vielleicht besonders bemerkenswert. Zusammengenommen ergeben diese Elemente eine wirklich bemerkenswerte Periode in der königlichen Geschichte, die sowohl erkennbar als auch unerhört ist. Bei näherer Betrachtung zeigen die Gespräche, wie emotional belastend eine solche Entscheidung für alle Beteiligten sein kann. Auch wenn die Monarchie wie eine großartige Organisation mit jahrhundertelanger Geschichte erscheinen mag, besteht sie letztlich aus Menschen, die unter Bedauern, Herzschmerz und dem Wunsch nach emotionaler Stabilität leiden. Trennungen in der Ehe haben selten einen einzigen Grund und sind selten auf die beiden Hauptpersonen beschränkt. Widersprüchliche Loyalitäten und emotionale Verstrickungen können Freunde, enge Familienangehörige und andere Mitarbeiter umgarnen. In einem königlichen Umfeld steht noch mehr auf dem Spiel, da Berater, Pressesprecher und Öffentlichkeitsarbeitsteams dafür sorgen, dass persönliche Schwierigkeiten trotz professioneller Kompetenz von der Institution aufgegriffen werden. Es kann recht schwierig sein, die emotionalen Folgen einer Scheidung an einem so prominenten Ort zu bewältigen. Die Einsamkeit und die Melancholie, die sich daraus ergeben können, im Zentrum eines nicht enden wollenden Mediensturms zu stehen, werden von den Zuschauern häufig verstanden. Die Frage, was dies für die kulturelle Bedeutung der Monarchie im Allgemeinen bedeutet, ist ein wesentlicher Bestandteil der Diskussion um diese Enthüllung. Einigen Meinungen zufolge überlebt die Monarchie, weil sie für Beständigkeit, Sitte und eine Verbindung zur Vergangenheit des Landes stehen kann, indem die Öffentlichkeit daran erinnert wird, dass niemand, unabhängig vom Stand, den Schwierigkeiten der Ehe entgehen kann. Stellt die Idee einer königlichen Scheidung das sorgfältig aufgebaute Gefühl der Beständigkeit in Frage. Andere sind der Meinung, dass die Monarchie den Realitäten der heutigen Welt Rechnung tragen muss, wenn sie weiterhin zugänglich sein will. Eine Scheidung sollte nicht als katastrophal oder unangemessen für einen königlichen Ehepartner angesehen werden, wenn sie in normalen Familien vorkommen kann. Nach dieser Sichtweise sollte die Anerkennung der unvermeidlichen Natur des menschlichen Leidens nicht die Unterstützung der Bevölkerung für die Institution schwächen, sondern das Mitgefühl und das Verständnis für die königlichen Führer erhöhen. Viele Menschen haben immer noch eine starke emotionale und intellektuelle Bindung an die Idee des Königtums, wie die lebhafte Diskussion auf beiden Seiten zeigt. Die Medien verbringen viel Zeit damit, die offiziellen Erklärungen zu überprüfen und die Wortwahl, den Ton und den möglichen Subtext jeder Bemerkung der Palastbeamten zu bewerten. Es besteht ein großes Interesse daran, zwischen den Zeilen zu lesen, auch wenn offizielle Mitteilungen häufig so gestaltet sind, dass sie Förmlichkeit und Respekt vermitteln. Es wird darüber spekuliert, ob die offizielle Formulierung der Enttäuschungen, Bedauern oder einen Rest von Ressentiments impliziert. Andere glauben, dass es sich bei diesen Interpretationen lediglich um Projektionen handelt, die vom Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Dramatik beeinflusst sind, während andere behaupten, dass sie subtile Untertöne von Spannungen oder Frustrationen aufgreifen. Seit Jahrzehnten wird die Berichterstattung über die Königshäuser von dem Wunsch bestimmt, einen intimen Einblick in das Innenleben einflussreicher Personen zu erhalten und zu gewährleisten, dass jede Entwicklung in der Geschichte sorgfältig berücksichtigt und analysiert wird. Beobachter sind auch über die praktischen Auswirkungen dieser Scheidung besorgt.
Es besteht ein allgemeines Interesse an den unmittelbaren logistischen Schwierigkeiten, auch wenn die Folgen nicht erklärt werden. Für Personen, die die täglichen Aktivitäten der Monarchie verfolgen, kann es beispielsweise besonders interessant sein, zu sehen, wie sich die Lebensumstände oder die offiziellen Aufgaben in naher Zukunft ändern könnten. Im Allgemeinen hat der Ehepartner eines regierenden Monarchen bestimmte Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die im Falle der Beendigung der persönlichen Beziehung aufgegeben oder neu organisiert werden können. Der humanitäre Aspekt der königlichen Pflichten wird durch die häufigen öffentlichen Auftritte, Ehrenämter und Wohltätigkeitsverpflichtungen der königlichen Gemahlin hervorgehoben. Viele dieser Verbände könnten durch die Entscheidung, sich aufzuspalten, verärgert sein. Und es könnten neue organisatorische Herausforderungen entstehen, die schnell gelöst werden müssen. Diskussionen über Kontinuität und Repräsentation bei seit langem geplanten Veranstaltungen könnten durch das Gefühl der Ungewissheit ausgelöst werden, auch wenn das Ergebnis noch nicht feststeht. Die kulturelle und symbolische Bedeutung des Begriffs Königin-Gemahlin trägt zu diesen Debatten bei. Die komplizierten Strukturen von Titeln, Ehrungen und symbolischen Anspielungen auf die Abstammung bilden das Fundament der Monarchien. Das Gefühl des gemeinsamen Ranges ist sorgfältig in das Gefüge von Bräuchen und Rechtsnormen eingewoben, wenn zwei Menschen eine königliche Ehe eingehen. Dieses System wird durch eine Trennung wie unweigerlich in Frage gestellt. Für viele, die die Einheit der Titel und die Bedeutung der eindeutigen Abstammung in verfassungsrechtlichen Positionen respektieren, kann die Vorstellung, dass die Königin-Gemahlin diese Funktion nicht mehr ausüben könnte, ziemlich beunruhigend sein. Abgesehen von der Komplexität des Gesetzes haben viele Menschen eine emotionale Bindung an die angebliche Einheit der Monarchie, und der Gedanke, dass diese Einheit zerbrechen könnte zu kulturellen Verwerfungen führen. Bei Traditionalisten und Personen, die eine tiefe persönliche Bindung an das betreffende Paar haben, kann dieses Gefühl besonders stark sein. Die Konflikte und emotionalen Herausforderungen der Monarchie. Das öffentliche Misstrauen und Mitgefühl könnte durch Gerüchte über Konflikte innerhalb des Königshauses genährt werden. Einige Menschen sind der Meinung, dass die Monarchie eine überholte Institution ist und dass interne Konflikte ein Beweis dafür sind, dass sie nicht überlebensfähig ist. Andere wiederum glauben, dass diese Nachricht ein bewegendes Beispiel für die menschliche Situation im Allgemeinen ist. Sie sind der Meinung, dass die Monarchie trotz all ihres Trara für die gleichen emotionalen Probleme anfällig ist, wie jede andere Familie auch. Diese Beobachter zeigen häufig Mitgefühl für Menschen jeglicher Herkunft, die mit dem Herzschmerz und dem Chaos einer gescheiterten Ehe zu kämpfen haben. Wenn diese gegensätzlichen Standpunkte aufeinanderprallen, kann dies zu kontroversen Diskussionen führen, die in den sozialen Medien, in Meinungsartikeln und in lockeren Gesprächen auf der ganzen Welt geteilt werden. Die Überschneidung von institutionellen Verantwortlichkeiten und persönlichen Bindungen ist eine weitere interessante Ebene. Jeder Ehepartner in einer königlichen Ehe übernimmt eine Reihe von Aufgaben im öffentlichen Leben. Bei wichtigen Anlässen können sie das Gesicht des nationalen Brauchtums sein, Zeremonien leiten oder Wohltätigkeitsorganisationen vertreten. Wenn das Fundament dieses Bündnisses bröckelt, kann das direkte Auswirkungen auf die Entwicklung dieser Versprechen haben. Es wird deutlich, wie schwierig es ist, ein geschlossenes Gesicht zu zeigen oder gemeinsam zu erscheinen, um Gäste zu empfangen oder zu kulturellen Veranstaltungen zu gehen. Die Frage, ob diese Veränderungen vorübergehend Lücken in der Repräsentation der Monarchie schaffen und den Druck auf weitere Familienmitglieder erhöhen könnten, sich zu melden, geht über das emotionale Unbehagen hinaus. In Anbetracht dieses Wandels wird die Monarchie möglicherweise jede Facette ihrer Aktivitäten neu bewerten müssen, von ihren wohltätigen Bemühungen bis hin zu ihren öffentlichen Festlichkeiten. Viele fragen sich, ob der königliche Kreis aufgrund dieser folgenschweren Entscheidung
in einem so prominenten Kontext über Heirat und Partnerschaften nachdenken wird. Königliche Verbindungen wurden lange Zeit als Partnerschaften betrachtet, die die dynastische Stabilität aufrechterhalten und die nationale Identität repräsentieren sollten. Liebespaare wurden im Laufe der Zeit immer mehr akzeptiert, aber die strenge Überwachung blieb bestehen. Menschen, die in die königliche Familie einheiraten, müssen sich mit einem komplexen Geflecht von Regeln, Anforderungen und der ständigen Kontrolle durch die Palastverwaltung und die Öffentlichkeit auseinandersetzen. Selbst die stärksten Verbindungen können in diesem Umfeld auf die Probe gestellt werden, was die Frage aufwirft, wie es möglich ist, eine völlig private Identität zu bewahren, wenn man von jahrhundertealten Bräuchen umgeben ist. Diese zugrunde liegenden Konflikte werden durch die Scheidungsankündigung hervorgehoben, die an die hohen persönlichen Kosten erinnert, die mit der prestigeträchtigen Position eines königlichen Gemahls verbunden sein können. Die Art und Weise, wie die Gesellschaft Ehe und Scheidung betrachtet, hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert, wenn man das allgemeine gesellschaftliche Umfeld betrachtet. Für viele Menschen löst diese königliche Entscheidung nicht mehr die gleiche moralische Entrüstung aus wie früher, da das Wissen um das emotionale Wohlbefinden zugenommen hat, die Akzeptanz der Scheidung als Mittel zur Erlangung persönlicher Unabhängigkeit gestiegen ist und das Stigma, das mit einer Trennung verbunden ist, weggefallen ist. Vielmehr regt sie zur Diskussion darüber an, wie institutionelle Verantwortung und individuelles Handeln zusammenwirken. Dies ist nach Ansicht von Kulturkritikern ein weiteres Indiz dafür, dass die Monarchie nicht immun gegen die gesellschaftlichen Veränderungen in ihrem Umfeld ist. Die Monarchie könnte sich an eine Gesellschaft anpassen, in der Scheidungen nicht länger eine verblüffende Anomalie sind, so wie sie sich an die Globalisierung, den technischen Fortschritt und die sich ändernden sozialen Normen angepasst hat. Andere meinen, diese Nachricht zeige nur, wie unberechenbar das heutige königliche Leben ist. Selbst jahrhundertealte Institutionen können die Geschichte oder die Ergebnisse individueller Entscheidungen in der heutigen Zeit nicht mehr vollständig diktieren. Selbst mit ihrem riesigen PR-Apparat ist die Monarchie letztlich nicht in der Lage, die grundlegenden Fakten einer Beziehung zu ändern, die auf Herausforderungen gestoßen ist. Die Forderung nach einer Scheidung macht deutlich, dass die Tradition nur begrenzt in der Lage ist, die Vereinbarkeit auf Lebenszeit zu erzwingen oder den Ehefrieden zu beschwören. Sie macht auch deutlich, dass Liebe, Freundschaft und gemeinsame Überzeugungen nicht immer von Dauer sind, egal wie aufwendig die Hochzeitszeremonie oder wie prächtig das Schloss ist. Die Schärfe dieser Erkenntnis hebt den menschlichen Aspekt hervor, der königlichen Existenz zugrunde liegt, und zeigt eine Vielzahl von emotionalen Realitäten auf, die über nationale und soziale Grenzen hinausgehen. Unabhängig davon, ob eine Person ein König ist oder nicht, betonen diejenigen, die sich für psychische Gesundheit interessieren, häufig die Notwendigkeit, emotionale Schwierigkeiten zuzugeben und nach Lösungen zu suchen. Die Entscheidung von König Charles könnte als Bestätigung dafür gesehen werden, dass emotionale Gesundheit und Integrität wichtiger sein können als das Aushalten einer unangenehmen Ehe. Man könnte argumentieren, dass die Monarchie verpflichtet ist, in einer Gesellschaft, die sich der Bedeutung der psychischen Gesundheit immer stärker bewusst wird, ein Gefühl echter emotionaler Ehrlichkeit zu zeigen. Trotz der vielen Herausforderungen, die damit verbunden sind, kann das Verlassen einer Beziehung, die nicht mehr für beide Parteien von Vorteil ist, von einigen als mutiger Schritt angesehen werden. Der anhaltende Konflikt zwischen den Bedürfnissen der Monarchie und dem Streben nach persönlicher Erfüllung wird von einigen als Verrat an der Pflicht und Kontinuität angesehen. Die Kommentatoren erörtern auch, wie sich die emotionale Bindung der Öffentlichkeit an König Charles und Königin Camilla durch die Scheidung verändern könnte. Die Auflösung der Beziehung von König Charles und Königin Camilla. Beide haben im Laufe der Zeit
eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Camilla ist eine unterstützende Figur, die sich von einer umstrittenen Person zu einem akzeptierten Mitglied des Königshauses gewandelt hat, und Charles ist ein nachdenklicher, reflektierender Monarch, der ein Leben lang darauf gewartet hat, seine Rolle zu übernehmen. Der Gedanke, dass sie kein gemeinsames Leben mehr haben könnten, wirft Fragen zu ihrer Identität als Menschen außerhalb der Ehe auf. Früher drehte sich ihre öffentliche Identität um eine Geschichte der Zweisamkeit. Aber das ändert sich jetzt plötzlich. Auch wenn die Monarchie mehrere Skandale überstanden hat, stellt die Auflösung dieser Beziehung die Bevölkerung vor die Herausforderung, neue Perspektiven auf den Hintergrund und die Ziele des Königs zu entwickeln. Der Grad der Empathie oder Enttäuschung, der sich aus dem öffentlichen Interesse an ihrem Familienstand ergibt, wird die Reaktion bestimmen, zumindest kurzfristig. Aus institutioneller Sicht muss diese Nachricht mit Geschick, Rücksichtnahme und Sensibilität für die Stimmung in der Öffentlichkeit behandelt werden. Hinter den Kulissen haben der königliche Stab, die Kommunikationsberater und die Juristen sicherlich eine Vielzahl von Möglichkeiten in Betracht gezogen. Formelle Erklärungen sind jedoch nicht immer in der Lage, die Komplexität der öffentlichen Meinung zu erfassen. Die folgende Phase der Diskussion, in der es um die Folgen und die ungewisse Zukunft geht, wird durch die Kombination aus offiziellen Verlautbarungen und der unablässigen Berichterstattung der Medien geprägt. Jedes neue Ereignis gibt Anlass zu neuen Diskussionen und offenbart nuanciertere Perspektiven auf die institutionellen, kulturellen und emotionalen Auswirkungen einer königlichen Scheidung. Transparenz und Anstand stehen in einem Spannungsverhältnis. Es gilt, die Ernsthaftigkeit der königlichen Position zu wahren und gleichzeitig die tiefgreifenden persönlichen Auswirkungen anzuerkennen. Da kaum jemand damit gerechnet hat, dass König Charles diesen Weg einschlagen würde, nachdem er jahrelang mit Camilla zusammengelebt hat, ist ein großer Teil der öffentlichen Reaktion schockiert. Oft wurde geglaubt, dass sich ihre Romanze durch Entbehrungen entwickelt und über die Kritik anderer triumphiert hat. Sie schienen unerschütterlich zu sein, eine Beziehung, die sich im Laufe der Zeit entwickelte und von der Öffentlichkeit auf die Probe gestellt wurde. Die Geschichte der Beharrlichkeit und die Vorstellung, dass eine Ehe, die solche frühen Schwierigkeiten übersteht, unzerstörbar ist, werden durch die Entdeckung, dass die Dinge nicht so solide waren wie angenommen, in Frage gestellt. Unterstützer, die ihre Reise zu schätzen wussten, können sich durch diese Erkenntnis überrascht, unglücklich oder sogar verraten fühlen. Es kann aber auch die Empathie für die sehr menschliche Tatsache fördern, dass selbst Verbindungen, die durch harte Arbeit entstanden sind, irgendwann ins Wanken geraten können. Diejenigen, die gründliche Nachforschungen angestellt haben, haben eine Reihe möglicher Ursachen für das Auseinanderbrechen der Monarchie in Betracht gezogen. Zu den Anforderungen einer Monarchie gehören ein strenger Zeitplan, formelle Veranstaltungen, diplomatische Kontakte und komplexe Interaktionen mit politischen Organisationen. Persönliche Konflikte können sich in diesem Strudel der Verantwortung verschärfen, insbesondere wenn beide Personen mit den Herausforderungen des Alterns, gesundheitlichen Problemen oder unterschiedlichen Lebensstilen zu kämpfen haben. Jeder zugrunde liegende Beziehungsstress kann durch die Verpflichtung zu einem tadellosen öffentlichen Auftritt noch verschlimmert werden. Innerhalb des königlichen Systems können Vertraute, Freunde und Helfer ungewollt Partei ergreifen, was zu Reibereien hinter verschlossenen Türen führt. Auch wenn die Öffentlichkeit vielleicht nie die genauen Einzelheiten erfährt, regt der Gedanke, dass diese Prozesse involviert sein könnten, zu Vermutungen darüber an, wie selbst solide Bindungen unter extremer institutioneller Belastung zerbrechen könnten. Neben der menschlichen Tragödie geht es in vielen Debatten auch um die Symbolik und das Markenzeichen der Monarchie. Seit Generationen glauben die Menschen, dass sich die Stabilität des Reiches in den persönlichen Beziehungen des Herrschers widerspiegelt. Die private Verbindung der Könige ist durch Ereignisse wie Krönung, königliche Hochzeiten
und öffentliche Jahrestage mit dem Fortbestand des Landes verbunden. Für viele, die die Monarchie als ein Gefüge aus familiärer Harmonie und kontinuierlicher Tradition betrachten, könnte es verwirrend sein, dieses Band zu zerreißen. In gewisser Hinsicht bringt die Möglichkeit, dass ihre Ehe endet, die Menschen in eine verletzliche Position, die in königlichen Organisationen selten vorkommt. Auch wenn Scheidungen heute mit mehr Nachsicht betrachtet werden, haben viele Menschen immer noch die fast romantische Vorstellung, dass die Monarchie über diese alltäglichen Schwierigkeiten erhaben ist. König Karl hat im Laufe der Jahre schon mehrere öffentliche Stürme überstanden und war nach Ansicht prominenter Persönlichkeiten, die sich auf die Analyse der Monarchie spezialisiert haben, immer ein relativ nachdenklicher Mensch. Daher könnte es sich bei der Entscheidung um eine persönliche Abrechnung handeln, die schon seit einiger Zeit schwelt. Jede Facette der Monarchie zeigt die Spannung zwischen persönlichem Wunsch und Verpflichtung. Ein Monarch soll das Wohl der Institution und des Landes über seine eigenen Wünsche stellen. Es könnte jedoch nicht schwierig sein, die unklare Grenze zwischen persönlichen Rechten und Pflichten zu erkennen. Charles könnte seine Ziele im Hinblick auf emotionale Ehrlichkeit zum Ausdruck bringen, indem er die Scheidung vorantreibt. Befürworter könnten einen Akt der Integrität und Selbstbestimmung begrüßen, während Kritiker darin eine Missachtung des königlichen Vermächtnisses der Beständigkeit sehen könnten. Allgemeinere Überlegungen befassen sich mit der Art des öffentlichen Interesses an königlichen Kontroversen und Romanzen. Königliche Ehen waren schon oft Gegenstand dramatischer Erzählungen, sei es durch offizielle Chroniken oder spektakuläre Gerüchte. Die Wechselwirkung zwischen politischen Obertönen, Prestige und Liebe hat eine lange Geschichte in der kulturellen Vorstellungskraft der Welt. Dieses Interesse hat in der heutigen Zeit dank der Presse und der sozialen Medien, die einen schier endlosen Strom von Meinungen und Mutmaßungen produzieren, stark zugenommen. Dieses Phänomen unterstreicht den besonderen Status der Monarchie, die häufig eher als eine fortlaufende historische Erzählung, denn als ein einfaches Herrschaftsorgan erscheint. Daher ist die Ankündigung einer Scheidung ein entscheidender Punkt in der Geschichte, der das Interesse der Öffentlichkeit auf eine Weise weckt, die über die typischen politischen oder prominenten Nachrichten hinausgeht. Ein Ereignis, das universelle Themen wie Liebe, Verantwortung, Verlust und Neuerfindung berührt, kann sogar Menschen kurzzeitig in seinen Bann ziehen, die behaupten, wenig Interesse an der Monarchie zu haben. Die Bedeutung der Zeit wird in einem anderen Thema der Diskussion erörtert. Die königliche Familie hat in den letzten Jahren eine Reihe von Vorfällen erlebt, die ihre öffentliche Wahrnehmung verändert haben. In Anbetracht der langen Verzögerung, mit der er die Pflichten des Throns übernahm, betrachteten viele Menschen den Übergang zur Herrschaft von Charles als einen Wendepunkt. Die Kombination aus einer neuen Regentschaft und der langjährigen Anwesenheit einer Königin-Gemahlin wurde als eine Möglichkeit gesehen, den Wandel behutsam zu vollziehen und gleichzeitig die Tradition zu wahren. Diese sorgfältig ausgearbeitete Geschichte wird auf unvorhersehbare Weise von der plötzlichen Möglichkeit einer Scheidung überschattet. Sie regt zu neuen Gesprächen über die Schwächen an, die selbst die am besten durchdachten Pläne sabotieren können. Man fragt sich, ob diese Einigung das Ergebnis von etwas Dringendem und Unmittelbarem war oder ob es Anzeichen für Spannungen gab, die übersehen wurden. Sollte die Monarchie ihrer Meinung nach ehrlicher mit persönlichen Problemen umgehen oder sollten Tradition und Image gewahrt bleiben? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie davon halten. Wenn diese Enthüllung Ihnen eine neue Perspektive auf die königliche Familie eröffnet hat, gefällt Ihnen das Video, abonnieren Sie es und tippen Sie auf die Glocke, damit Sie keinen Moment hinter den Palasttoren verpassen.